Hallo ihr Lieben, heute beginnt die Weihnachtsbäckerei und zwar gibt es einen Christstollen und das ist ein Hausrezept. Ich verlinke euch das in der Beschreibung, wo ihr das Originalrezept seht und insgesamt die ganzen Zutatenliste. Wir brauchen für einen großen oder zwei kleine Christstollen 500 Gramm Mehl, einen Würfel Hefe, 250 Milliliter Milch, eine Packung Butter, also 250 Gramm, Zucker 100 Gramm, dann eine abgeriebene Schale einer Zitrone, die sind sehr kleine, weil bei meinem Zitronenbaum im Garten erst die kleinen Zitronen reif sind. Reine Vanille, also eine richtig gute Vanillestange, dann Kardamom, Zimt, Muskat, Nelken, Salz, gehackte Mandeln, Rum und die Rosinen, Korinthen, Zitronat und Orange, die insgesamt 375 Gramm. Die lagen jetzt 24 Stunden eingeweicht in Rum und sind jetzt richtig lecker, aber das steht alles genau im Rezept, was ich euch verlinke und in der Beschreibung, und ihr könnt jetzt dann sehen, wie ich den Teig verknete. Eine relativ große Schüssel, das Mehl reingeben, eine schöne Mulde eindrücken, in der Mitte Zucker, Salz, Gewürze und Butter in kleinen Würfeln um die Mulde herum verteilen und den Hefewürfel in etwas lauwarmer Milch in die Mulde gießen und dann auflösen. So, und das ist praktisch der Vorteig. Und diesen Vorteig, den lassen wir jetzt 15 Minuten gehen und inzwischen können wir die Rumfrüchte in einem Sieb abtropfen lassen. Ich habe jetzt die restliche Milch zu dem Vorteig gegeben und das Ganze wird jetzt verknetet. Und wenn das verknetet wurde, dann kommen die Rumfrüchte, der Rum und die gehackten Mandeln dazu und dann darf der Teig insgesamt 2 Stunden gehen oder so lang, bis er sich letzten Endes verdoppelt hat. Jetzt aus, verknetet, und jetzt gebe ich die gehackten Mandeln dazu, dann den 100 Milliliter Rum, und da habe ich den Rum genommen. Das ist praktisch ein wunderschöner Gewürzrum, in dem die Korinthen und Sultaninen und Orangat und Zitronat eingeweicht werden. Und das kommt jetzt auch dazu. Und da haben wir auch noch ein bisschen Abtropfflüssigkeit, dann können wir das auch noch dazugeben. Das ist alles absolutes, wunderbares Christstollenaroma. Das wird jetzt verknetet und dann zeige ich es euch gleich nochmal. Die Früchte sind jetzt mit den Mandeln in den Teig eingeknetet worden. Der ist weich, der Teig, und klebrig natürlich durch die Rumfrüchte. Und falls er euch jetzt zu weich erscheint, gebt ihr einfach noch ein bisschen Mehl dazu. Aber so ein bisschen weich ist schon in Ordnung, solange er nicht davon läuft. Ne? Das müsst ihr nach Gefühl machen. Und der Duft, ach, das duftet schon richtig nach Weihnachten. So, jetzt muss er 2 Stunden gehen. Wir bestäuben ihn jetzt ganz leicht mit Mehl. Und dann darf er abgedeckt 2 Stunden in aller Ruhe gehen. Der Teig ist jetzt soweit, der hat sich ordentlich vergrößert und der kommt jetzt bei mir in so eine Stollenform, die gibt es auf Amazon. Ich verlinke euch das, die sieht so aus, die ist bei mir gebuttert und bemehlt, und in dieser Stollenform, wenn er dann drin ist, kommt er auf dieses Backblech und dann kommt er in den vorgeheizten 175 Grad Ober- und Unterhitze Ofen. Umluft ist nämlich für den Stollen überhaupt nicht geeignet, und den Stollen für 60 bis 70 Minuten dunkelbraun braten. Aber das könnt ihr dann gleich sehen. Den habe ich jetzt hier in so eine schöne Form gemacht, und der kommt jetzt hier in die Stollenform rein. Das seht ihr hier, das kann man so ein bisschen anpassen. Passt wunderbar rein, sodass alles gut ist hier. Ein Rosinchen haben wir verloren.
Perfekt. Aufs Backblech, was mit Backpapier gemacht ist, und kommt er hier drauf. Und wie ihr hier seht, hat er hier so Lüftungsschlitze, und von daher kann das während des gesamten Backvorgangs drauf bleiben. Die letzten 5 bis 10 Minuten kann man das abnehmen dann, und der Vorteil ist, dass es, weil der Teig nicht zerfließt, und der bleibt in einer wunderbaren Form. Wie ihr gesehen habt, ich habe 2 Christstollen gebacken. So sehen die aus, wenn sie aus dem Ofen kommen. Und die werden jetzt mit Zucker eingestreut und mit Butter eingepinselt. Da könnt ihr jetzt gleich zuschauen. Ja, das ist Weihnachten, ne? Da darf man ruhig mal ein bisschen klotzen. Das Wichtige ist, dass der Christstollen, wenn er aus dem Ofen kommt, gleich mit Butter eingepinselt wird. Nach dem Einbuttern wird eingezuckert. Man kann ihn wälzen, wenn er stabil genug ist. Und ansonsten streut man pro Christstollen 50 Gramm Zucker einfach drüber. Das ist die Weihnachtsbäckerei und die Weihnachtsvöllerei. Ran mit der Butter und dem Zucker. Aber glaub mir eins, der Christstollen ist so köstlich. Also ich habe da wirklich 100 Gramm Zucker. Da denkt man immer, oh mein Gott, das ganze Jahr spart man mit Kalorien. Und wichtig ist, dass man ihn jetzt komplett abkühlen lässt. Und erst wenn er kalt ist, melde ich mich wieder, weil dann kommt nochmal Puderzucker drüber und dann wird er in Alufolie eingewickelt und wird kalt gestellt für 2 Wochen. Der Christstollen ist jetzt komplett kalt, sodass wir ihn, also er ist auch dann kompakt, deshalb ist es wichtig, dass er ganz, ganz kalt ist. Und dann kann man ihn nämlich auf Alufolie legen, weil der muss jetzt ganz dick in Alufolie eingewickelt werden, weil der ja 2 Stunden durchzieht, und ganz, ganz dick mit Puderzucker bestäuben. Also da dürft ihr wirklich richtig bestäuben mit Puderzucker. Ganz, ganz viel. Und dann in Alufolie einwickeln, und ich gebe dann nochmal, damit es schön kompakt ist, Klarsichtfolie drüber. Und dann einfach kühl lagern im Vorratsregal und in 2 Wochen anschneiden. So sieht er dann verpackt aus und kann jetzt in die Vorratskammer gehen und 2 Wochen ruhen. Und wenn man ihn dann nach 2 Wochen Durchziehzeit anschneidet, duftet er wunderbar und sieht so lecker aus. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken.